Ja, den Sauerteig, den hatte ich gestern schon angesetzt, damit ich heute diese wunderbaren Toasties backen kann. Herzlich willkommen auf dem Nico Stanizow Kanal. Schön, dich zu sehen. Ja, also diese Sauerteig-Toasties hier, die machen echt süchtig. Also mich zumindest. Ja, und die backen wir heute. Ja, für den Teig brauchen wir 120 Gramm Milch, ein Ei Größe M und ein Teelöffel Trockenhefe. Die geben wir in eine Schüssel und verrühren die ganz kurz. Die Zutaten für die Toastbrötchen habe ich auch nochmal hier unterhalb vom Video in die Infobox geschrieben. Da ist auch der Link zu meiner Homepage, auf der es das ganze Rezept nochmal zum Nachlesen gibt. Ja, wie erwähnt, den Sauerteig hatte ich bereits am Abend vorher aus 10 Gramm Anstellgut, 120 Gramm Wasser und 120 Gramm Weizenmehl Typ 55 angerührt und über Nacht bei Raumtemperatur gehen lassen. Von dem Sauerteig geben wir 240 Gramm dazu, 30 Gramm weiche Butter und 1,5 Teelöffel Salz. Ja, und das verrühren wir dann, soweit das halt möglich ist mit dem Sauerteig. Ja, als nächstes kommen noch 320 Gramm Weizenmehl Typ 55 und 100 Gramm Weizenvollkornmehl dazu. Ja, dann bringen wir die ganzen Zutaten mit einer Teigkarte zusammen, bis sie so weit zusammenhalten und kneten die dann noch ganz kurz mit der Hand so lange, bis ganz sicher keine Mehlnester mehr im Teig sind. Dann decken wir den Teig ab und lassen den für 30 Minuten gehen. Ja, nach den 30 Minuten können wir den Teig auf die Arbeitsfläche geben und für 5 Minuten mit den Händen schön geschmeidig durchkneten. Also da braucht man wirklich keine Küchenmaschine oder sowas für aufzubauen und dreckig zu machen. Das geht ganz einfach in 5 Minuten einmal durchgeknetet. Ja, und den Teig dann zu einer Kugel formen, in die Schüssel zurücklegen, abdecken und für 2 Stunden fermentieren lassen. Ja, nach 2 Stunden die Arbeitsfläche dann mit Maisgrieß bestreuen, auch als Polenta bekannt. Und den Teig darauf gut 1 cm dick ausrollen. Ja, die Oberfläche vom Teig, die bestreuen wir dann ebenfalls mit Maisgrieß und stechen anschließend 10 cm große Plätzchen aus. Also dafür kannst du jetzt halt entweder so einen fancy 10 cm Metallausstecher verwenden und wenn du den nicht hast, dann schau mal, ob du ein Glas findest oder irgendwas anderes, was einen Durchmesser von 9 oder 10 cm hat, das du zum Ausstechen benutzen kannst. Den übrig gebliebenen Teig, den kann man dann natürlich wieder zusammenkneten, erneut ausrollen und weitere Toasties ausstechen. Ja, die ausgestochenen Toasties, die decken wir dann ab und lassen die für 60 bis 90 Minuten gehen. Also mindestens so lange, bis sich das Volumen verdoppelt hat oder bis sie doppelt so hoch aufgegangen sind. Ja, und dann müssen wir die backen und das machen wir in einer Pfanne. Ich habe jetzt hier eine gusseiserne Pfanne verwendet. Du kannst das aber auch in jeder anderen Pfanne machen, die du hast. Also eine beschichtete Pfanne ist auch ganz wunderbar geeignet. Ja, die Pfanne mit ganz wenig Öl ausreiben und dann immer 2 bis 4 Toasties, je nach Größe deiner Pfanne, für 4 bis 5 Minuten pro Seite backen.
herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Und dann oh, heiß. Ja, da sind sie, selber gemachte Toasties. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Also, ich hoffe, dir hat meine kleine Anleitung gefallen, wie man Toasties selber macht. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt oder nach unten, wie du magst. Auch freuen würde ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ja, und falls du meinen Kanal Nico Staniczok noch nicht abonnierst, dann freue ich mich jetzt wirklich sehr darüber, wenn du hier diesen roten Button da unten drückst und den Kanal Nico Staniczok abonnierst. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Ja, das gesagt, ich habe hier ein bisschen was vor mir und esse jetzt einfach mal ein paar Toasties. Oh, und verabschiede mich und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, Toasties machen gehen. Löffel vergessen. Schwuppdiwupp. Nehmen wir halt die Gabel. So. Ganz professionell mit der Gabel. Die machen süchtig. Ich muss die jetzt alle aufessen. Also. Tschüss, bis zum nächsten Mal.